Wie man Hefewasser mit Knoblauch und Kräutern herstellt. Das habe ich euch gezeigt, ebenso mit Tomaten, hier sogar mit Brotresten und auch mit Datteln. Das ist total einfach. Aber was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, ist, wie kriegt ihr ein totes Hefewasser wieder zum Leben? Hallo, hier ist Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasser-Kanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Fangen wir mal an. Bei mir zu Hause gibt es zweimal Hefewasser. Hier links ist immer so das für deftige Sachen. Mit Tomaten, Knoblauch, Kräuter, jetzt gerade mit Früchten. Das ist tot. Hier rechts mein Hefewasser für süßes Gebäck. Dem geht es richtig gut. Das wird mit Früchten gemacht, jetzt gerade mit Datteln. Das ist top. So, was machen wir aber, wenn bei euch das mal der Fall ist, dass euer Hefewasser den Geist aufgibt? Wichtig ist dabei, es muss noch immer gut riechen. Wenn es schimmelig oder faul riecht, dann kippt es weg. Dann können wir das auch nicht mehr retten. Aber bei mir riecht es jetzt noch ganz normal nach dem Anstellgut, was drin ist, fruchtig, alkoholisch, alles top. Das rühre ich nochmal um und auch das gute Hefewasser, das rühre ich auch nochmal um, denn der Satz unten ist wichtig. Warum, seht ihr gleich. Die Blasenentwicklung ist bei beiden mäßig, die kommen aber auch gerade frisch aus dem Kühlschrank. Das ist okay, selbst bei dem guten Hefewasser. Hier, schaut mal. Also das ist nicht immer unbedingt ein Indikator. So, zwei Möglichkeiten, ich zeige euch beide. Ich habe hier jetzt ein sauberes, neues, frisch ausgespültes Gefäß und da gebe ich jetzt etwas von meinem toten, völlig dahingesichten Hefewasser hinein. So, das könnt ihr filtern, ihr könnt das mit dem Anstellgut machen, das ist komplett egal. Ihr könnt auch vorher das Anstellgut nochmal eben durchpurieren, ihr könnt es aussieben, so wie ihr es haben wollt. Alles völlig in Ordnung. Das geht jetzt da rein. So, sieht schon mal gut aus. Also die Farbe ist auch echt toll und es riecht so lecker. Dann habe ich hier Datteln. Das sind getrocknete Datteln ohne Kern. Da nehme ich mir jetzt eine einzige. Ihr könnt auch alles andere Anstellgut nehmen, was bei euch gut funktioniert. Bei mir sind es meistens Datteln und Tomaten. Ich habe mich jetzt für die Datteln entschieden. Und noch ein Teelöffel Zucker. Zuckerrübensirup oder Honig. Reicht völlig. Dann nehmt ihr etwas von dem starken Hefewasser, was bei euch noch gesund und heile ist. Gebt es hinzu, Deckel drauf und lasst es bei Zimmertemperatur stehen. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja Moment Emma, ich habe aber nur ein Hefewasser, wie soll ich das denn machen? Gar kein Problem, jetzt kommt die zweite Methode. Hier habt ihr jetzt den kümmerlichen Rest und da gebt ihr jetzt auch einen guten Teelöffel vom Zuckerrübensirup, Honig oder vom Zucker rein, je nachdem was ihr da habt. Die kleinen Hefetierchen brauchen ein bisschen Futter. Dann habe ich jetzt hier wieder meine Datteln, so 2, 3 Stück reichen, Tomaten, alles andere Obstgemüse geht natürlich auch oder Kräuter. Wie gesagt, das, womit ihr immer ein gutes Gefühl habt, beziehungsweise was bei euch immer gelingsicher klappt. Das rühre ich jetzt ein bisschen um, da kommt wieder der Deckel drauf, ab zur Seite. So, nächster Tag, also einen halben Tag später, bei mir war es der nächste Tag. Guckt mal, das sieht richtig gut aus. Also es hat sich toll entwickelt. Schöner Schaum. Was soll ich sagen? Dieses Hefewasser ist gerettet. Und das andere? Na, gucken wir mal. Durchschütteln. Na, das sieht gut aus. Also, da tut sich was. Es regeneriert sich wieder. Braucht natürlich länger, weil da kein anderes Hefewasser mit dabei ist. So. Das ist fertig, geht in den Kühlschrank. Und dann einen weiteren halben Tag später gucken wir uns das Ganze mal an. Ich habe es halt immer morgens und abends geschüttelt. Und hier, wie sieht es jetzt aus? Tja, das kann sich doch sehen lassen. Also das konnten wir retten, die ganze Chose. Ich habe das jetzt hier. Und wenn dir das Video gefallen hat, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, damit du auch kein neues Video verpasst. Und wenn du noch mehr haben willst, dann wirst du Mitglied, geht auch ganz einfach. Und danke an die Mitglieder, die schon dabei sind. Toll, dass ihr mich unterstützt. Ich bin bald wieder zurück. Liebe Grüße, eure Emma.